Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe der Skincare News. Falls ihr das letzte Video verpasst haben solltet, ich packe euch das Ganze wie immer oben in das i und unten in die Infobox. Dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und heute habe ich mal wieder ein paar super spannende Skincare-Produkte am Start, die ich anhand der Inhaltsstoffe und auch so ein bisschen anhand des Marketings beurteilen werde. Und das ist auch tatsächlich ein Produkt dabei, was mich extrem wütend gemacht hat. Aber dazu später mehr. Dann starte ich gleich mal als erstes mit einem Drogerieprodukt und zwar mit der Balea festen Duschseife Make-A-Wish, die nach Sternenzauber riechen soll. Ich habe zwar keine Ahnung, wie Sternenzauber genau riecht, aber das ist auch erstmal zweitens. Und da es sich bei dem Produkt tatsächlich um eine Seife handelt, das kann man anhand der Inhaltsstoffe und der enthaltenen Tenside erkennen, würde ich mir dieses Produkt definitiv nicht kaufen, da Seife nicht sonderlich hautfreundlich ist und wir heutzutage einfach eine deutlich hautfreundlichere Auswahl an vergleichbaren Produkten haben, also zumindest in fester Form. Da fallen mir spontan einfach diese seifenfreien Waschstücke ein, beziehungsweise Syndex, und deswegen ja, würde ich zumindest diese feste Duschseife nicht kaufen. Dann hat Balea noch ein neues Körperpflegeprodukt gelauncht und zwar ist es das Balea Med Ultrasensitive Panthenol Körperbalsam. Und hier würde mich interessieren, wie hoch die Einsatzkonzentration von Panthenol ist. Mal sehen, ob das irgendwo steht. Ja, 5% Panthenol. Großartige Einsatzkonzentration, kann in dieser Konzentration auch wundheilungsfördernd wirken und Panthenol ist auch ein wunderbar reizlindernder Inhaltsstoff und das Ganze ist auch komplett unparfümiert, also durchaus für Menschen mit empfindlicher Haut geeignet, für duftempfindliche Menschen, für Menschen mit einer Duftstoffallergie. Ich zumindest würde diesen Körperbalsam ausprobieren. Ich denke aber, dass er schon recht rückfettend und pflegend sein wird und Panthenol kann in dieser Konzentration auch dafür sorgen, dass das Produkt so leicht klebrig anmutet. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das bei diesem Körperbalsam der Fall sein wird, aber von den Inhaltsstoffen her sieht das richtig, richtig gut aus und bei einem Preis von 2,45 € kann man hier definitiv nichts falsch machen. Kommen wir zu dem neuen Serum von Sante Naturkosmetik und zwar heißt es Serum Skin Perfector mit Niacinamid-Effekt. Mit Niacinamid-Effekt. Okay, das ist eine sehr interessante Bezeichnung. Jetzt schaue ich mir mal ganz fix die Inhaltsstoffe an. Wasser, Ethanol, okay, da ist meine Haut schon mal raus. Glycerin ist feuchtigkeitsbindend. Wir haben auch so ein paar Pflanzenextrakte. Es sind leider auch deklarationspflichtige Duftstoffe drin, also definitiv nichts für meine allergische Haut. Aber wo ist das Niacinamid abgeblieben? Wollen die mich veräppeln? Wartet mal, hier ist noch ein Bild von der Rückseite vom Produkt, wo man die Inhaltsstoffe nochmal aufgelistet hat. Ich suche nach dem Niacinamid, ja, weil auf dem Produkt drauf steht Niacinamid-Effekt und da erwarte ich zumindest, dass vielleicht irgendwo in der INSI-Liste Niacinamid auftaucht. Schauen wir mal. Also auf der Verpackung selbst findet sich auch kein Niacinamid. Was soll das? Also, hä? Hier steht vorne fett auf der Verpackung drauf, selbst auf der Primärverpackung, also der Verpackung, die mit dem Produkt in Kontakt kommt, steht mit Niacinamid-Effekt. Haben die vielleicht deswegen Effekt dahinter geschrieben, damit es da keine rechtlichen Konsequenzen geben kann, weil kein Niacinamid in dem Produkt enthalten ist? Okay, also so eine Form des Marketings habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen und ich finde das extrem beunruhigend. Wird jetzt überall irgendwas mit einem Effekt drauf geschrieben, weil irgendein Inhaltsstoff gerade trendy ist, obwohl dieser Inhaltsstoff nicht im Produkt auftaucht? Bitte, bitte macht das nicht nach. Falls ihr eine Skincare-Marke habt oder dergleichen, geht raus an alle Unternehmen, bitte macht das nicht. Also ich finde das so dermaßen irreführend, dass ich einfach nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Denn wenn in einem Produkt kein Niacinamid enthalten ist, wie soll es dann einen Effekt von diesem Inhaltsstoff haben, wenn dieser Inhaltsstoff nicht drin ist? Versteht ihr, was ich meine? Also
ja, 14,95, da bin ich raus. Also bei dem Produkt bin ich absolut raus, nicht nur aufgrund der Formulierung, sondern auch aufgrund des Marketings. Geht wirklich gar nicht. Die Marke I'm From hat jetzt auch eine Sonnencreme gelauncht und zwar ist es die Rise Sunscreen. Ich weiß nicht, ob ihr den entsprechenden Toner kennt, der ist ja sehr, sehr beliebt. Ich persönlich finde den nur okay, der hat jetzt nicht sonderlich viel für meine Haut gemacht, aber die Sonnencreme schaue ich mir definitiv mal an. Und ich sehe auch gleich, dass die parfümiert ist, deswegen ist die für mich persönlich raus, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die koreanischen Skincare-Marken so ein bisschen mit der Beduftung übertreiben. Also die ist mir in den meisten Fällen einfach too much, deswegen würde ich schon allein aufgrund dessen diese Sonnencreme nicht ausprobieren wollen. Außer ich kriege vielleicht ein kleines Pröbchen, dann kann ich zumindest mal schauen, wie stark parfümiert diese Sonnencreme ist. Aber das ist auch eine Sonnencreme, die auf dem anorganischen UV-Filter Zinkoxid basiert. Das heißt, sie wird auch höchstwahrscheinlich, also mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen weißen Schleier auf der Haut erzeugen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die was für mich sein wird, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Sonnencremes mit anorganischen UV-Filtern einfach nichts für meine trockene Haut sind, weil sie sich dadurch nur noch trockener anfühlt. Und deswegen, ja, bin ich zumindest bei dieser Sonnencreme raus. Dann habe ich noch ein festes Reinigungsöl bei EcoVerde entdeckt und hier muss ich zugeben, dass mich die Bezeichnung gecatcht hat, also festes Reinigungsöl, weil ich einfach ein riesengroßer Fan von Ölreinigung bin. Aber wenn ich mir so die Inhaltsstoffliste anschaue, glaube ich nicht, dass das etwas für mich sein wird, weil ich vermute, dass man das Produkt nicht rückstandslos mit Wasser vom Gesicht runter bekommt, weil die Formulierung das schlichtweg nicht hergibt. Denn das Ganze basiert hauptsächlich auf Kakaobutter, einem Fettalkohol, Jojobaöl und dann sind halt noch Tonerden enthalten. Deswegen glaube ich nicht, dass man, nachdem man diese Butterbar so ein bisschen in den Händen aufgeschmolzen hat und das Ganze im Gesicht verteilt hat, dass man das ohne Probleme mit lauwarmem Wasser runterspülen kann. Deswegen bin ich hier leider raus. e.l.f. Cosmetics hat auch ein paar neue Produkte gelauncht, unter anderem die Blemish Breakthrough Blemish Calming Water Cream für 14,95 € und ich finde, dass da bereits die Infos auf der Verpackung sehr vielversprechend klingen. Es soll 1% Salicylsäure enthalten sein und 4% Niacinamid. Und ich finde es echt cool, dass man hier mit der Niacinamid-Konzentration nicht so krass übertrieben hat, was ja aktuell ein riesengroßer Trend ist. Denn bereits in dieser Konzentration kann Niacinamid talgregulierend und entzündungshemmend wirken. Und die Salicylsäure wird höchstwahrscheinlich auch eher entzündungshemmend wirken. Außerdem sehe ich gerade, dass Tranexamsäure enthalten ist. Die kann vor allem bei Hyperpigmentierungen, wie zum Beispiel Melasma, sehr hilfreich sein. Aber ich vermute mal, dass hier die Einsatzkonzentration nicht ausreichen wird, um einen entsprechenden Effekt zu erzielen. Allerdings ist das Produkt komplett unparfümiert, was auf jeden Fall großartig ist. Und es ist grün eingefärbt. Ich glaube, das ist auch eine super wichtige Info, denn das könnte unter anderem dafür sorgen, dass der Ton nach dem Auftrag dieser Creme so ganz leicht gräulich wirken könnte. Bei Sephora gibt es jetzt einen neuen Cleanser und zwar ist es der Milk Hydro Ungrip Reinigungsbalsam für 34,95 € und ehrlich gesagt verbinde ich Milk eher mit dekorativer Kosmetik, deshalb bin ich besonders gespannt, wie das Ganze hier formuliert ist. Und ja, wenn ich mir die Inhaltsstoffe so anschaue, muss ich bei diesem Cleanser definitiv passen, obwohl ich ein riesengroßer Fan von Ölreinigung bin. Aber hier ist ein deklarationspflichtiger Duftstoff drin, der mir Probleme bereiten könnte. Und bei solchen Ölreinigern ist es eben dann super wichtig, dass sie sich auch rückstandslos entfernen lassen. Also zumindest, wenn da solche Inhaltsstoffe enthalten sind, die zu allergischen Reaktionen führen können und man eine Duftstoffallergie hat, so wie ich. Bei so Duschgelen und dergleichen bin ich ein bisschen risikofreudiger und ja, probiere auch gern mal Sachen aus. Aber wenn ich bei so einem Ölcleanser nicht genau weiß, ob der sich komplett rückstandslos entfernen lässt, dann möchte ich das Risiko nicht eingehen, weil ich da schon sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe hier super viele Ölcleanser,
wo, keine Ahnung, die Formulierung nicht so hundertprozentig passt und die sie jetzt nicht so hundertprozentig von der Haut entfernen lassen und wo dann eben auch deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten sind. Und ja, damit ist meine Haut überhaupt nicht zurechtgekommen. Und deswegen habe ich jetzt auch für mich gesagt, dass ich da keine Ausnahmen mehr machen werde und dass ich da definitiv darauf achten werde, dass keine deklarationspflichtigen Duftstoffe in diesen Ölcleansern oder in so Reinigungsmilchprodukten drin sind. Und das war's schon mit den heutigen Skincare News. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von den Neuheiten haltet. Und ich würde mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!